Einen schönen guten Morgen, Freunde. Das mit dem Schlafen im Auto gestern hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe vielleicht 1 Stunde geschlafen. Ich glaube, der Flo ein bisschen besser. Aber ja, es war ganz schön kalt. Wir haben uns einen sehr kalten Ort hier ausgesucht, weil wir sind jetzt doch in den Bergen. Ja, aber wir sind jetzt durch und wir haben heute Abend, fahren wir jetzt nach Queenstown. Das ist tatsächlich unser Endziel. Wir haben aber noch 5 Tage. Wir machen da nur ein kleiner Stopover und fahren danach dann weiter. Ja, wir waren jetzt vorhin bei Lake Tekapo, haben wir übernachtet. Und wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren und sind jetzt bei Lake Pukaki. Das ist quasi eigentlich direkt neben Tekapo. Und ja, hier seht ihr das im Hintergrund. Und dann seht ihr auch noch, und ich hoffe, weil ich kann das jetzt von hier aus leider nicht sehen, ich hoffe, man kann es aber hier auch sehen. Hinter mir kann man auch den höchsten Berg Neuseelands sehen. Da ist der Mount Cook, beziehungsweise in Maori heißt der Aoraki oder Aoraki, mit irgendwie knapp unter 4000 Meter, glaube ich, ist das. Und den kann man von hier aus, das konnte man von Tekapo auch aus gut sehen, aber von hier kann man es richtig gut aussehen. Ja, aber der See, also auch wie Tekapo, war auch sehr, sehr schön. Ich habe leider gar keine Aufnahmen davon, ist mir vorhin aufgefallen, aber von Pukaki hier zumindest ein bisschen was. Der See ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Überraschend viele Wellen für so einen See. Und ja, ist mal wieder eine Art Landschaft in Neuseeland, den wir bisher so noch nicht gesehen haben. Aber ja, wirklich sehr, sehr schöner Ort und wir schauen jetzt hier ein bisschen rum. Ist ja cool, guck mal. Das ist eine Schaukel. Weißt du, ich würde dir jetzt sagen, wie dieser See heißt, wenn ich Beifahrer wäre. Lake Timaru heißt das. Danke. Ist sie jetzt eigentlich eingecremt? Nein. So, herzlich willkommen in Queenstown. Unser Endziel eigentlich, außer dass wir hier noch 5 Tage haben. Deswegen, wir sind noch nicht fertig, aber es lag jetzt halt direkt am Weg. Deswegen dachten wir, kommen wir mal mal kurz vorbei und checken das ab. Wir wissen noch nicht genau, wo es morgen hingeht. Wir haben dann kein Problem mit den Unterkünften. Das ist das erste Mal, wo das mit dem spontanen Buchen nicht so geklappt hat. Deswegen, da gucken wir jetzt weiter. Aber erstmal, genießen wir Queenstown. Das ist echt eine schöne kleine Stadt hier mitten im Tal. Wirklich überall um uns rum Berge. Und der Flo auch. Genau. Und jetzt, aber ja, wir waren jetzt gerade essen und jetzt gehen wir zurück und wie gesagt, wo es morgen hingeht, das werden wir jetzt relativ spontan gucken. Wir haben heute den Sonntag, den 23. Februar. Den Samstag, 22. Februar haben wir übersprungen. Ich habe überhaupt gestern die Kamera gar nicht irgendwie rausgeholt. Deswegen, wir sind gestern sind wir von Queenstown nach Oamaru gefahren. Das war jetzt nicht der ursprüngliche Plan, aber wegen ein bisschen Unterkunftsmangel haben wir dafür entschieden. Oamaru selber war eigentlich eine nette kleine Stadt, aber überhaupt nichts los. Ich war noch nie in einer Stadt, wo so wenig los war und das auch noch an einem Samstagabend. Aber wir waren da nicht, um wirklich die Stadt zu sehen, sondern wir hatten ein anderes Ziel, nämlich da gab es Pinguine. Da gab es so mini kleine Pinguine, die waren wirklich nur so 1 Meter groß. Und die konnte man da sehen und wir haben es auch geschafft, welche zu sehen. 30 Cent. Ja, wenn die Babys sind, oder waren die? Nee, immer nur 30 Cent.
Die waren immer nur 30 Zentimeter. Max, 1 Kilo. Da hat jemand zugehört. Richtig. Stimmt, 1 Meter war ein bisschen grün. Nee, die waren 30 Zentimeter, richtig. Also die sind die kleinsten Pinguine, die es gibt. Und ja, die waren schon ganz süß. Also hat sich schon gelohnt. Aber wie gesagt, viel mehr Gründe in Oamaru haben wir es nicht zu bleiben. Und ja, jetzt haben wir heute eine relativ lange Fahrt anstehen. Mit ein paar Zwischenstopps. Wir sind jetzt auch gleich bei dem ersten. Flo übernimmt heute den ersten Teil der Fahrt. Später fahre ich dann auch nochmal. Genau, wir haben jetzt nur noch 3 Tage hier, aber es ist schon noch recht viel, was wir noch sehen wollen. Deswegen, ja, schauen wir, wie es wird. So, unser erster Zwischenstopp ist hier. Ist gar nicht mal so einfach, hier rückwärts zu laufen. Das hier, meine Freunde, ist die steilste Straße der Welt. Angeblich. Und wir laufen das jetzt hoch, weil wir einfach verrückt sind. Let's do this! Wir haben es geschafft, die steilste Straße der Welt hochzuklettern. Hier sieht es dann oben aus. Also, steilste Straße der Welt getestet. Die ist tatsächlich sehr steil, unerwarteterweise. Hier ist viel, viel mehr los, als ich erwartet hätte. Ich dachte einfach, das wäre so ein kleiner Gimmick nebenan, aber das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Touristenspot. Und wir haben es jetzt gesehen und wir fahren jetzt weiter. So, wir haben uns eventuell verfahren und nicht direkt die erste Stelle gefunden. Zur Info, wenn ihr nach Neuseeland reist, passt ein bisschen auf, wo der südlichste Punkt tatsächlich ist. Das hier ist nicht der südlichste Punkt, sondern ist 20 Minuten entfernt von der südlichsten Punkt. Wir sind Profis. Aber wir haben es geschafft. Es ist nicht ganz 2 Wochen her, wo wir am nördlichsten Punkt von Neuseeland waren. Und tatsächlich sind wir hier am südlichsten Punkt Neuseelands angekommen. Und das hier ist der Schild, der das zeigt. Das ist zwar nicht so expansiv wie jetzt den im Norden, aber trotzdem echt cool. Wir sind 5140 Kilometer vom Äquator entfernt und nur 4800 am Südpol. Wir sind näher am Südpol als am Äquator, was irgendwie schon echt crazy ist. Und so sieht der Südpol aus. Genau, so sieht das Südozean aus und irgendwo da hinten über dem Horizont ist die Antarktis. Das ist ja ziemlich heftig irgendwie, der Gedanke. Wenn ich sag's wie es ist, finde ich schon echt beeindruckend. Also, als wir gesagt haben, wir wollen wirklich innerhalb 3 Wochen vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt Neuseelands kommen, das habe ich für sehr ehrgeizig gehalten. Und wir haben jetzt noch 3 Tage vor Abflug und wir haben es schon geschafft. Ja, viel Strecke gefahren natürlich, ja, viel seitdem gesehen, aber ja, Neuseeland kann man in weniger als 3 Wochen durchfahren.
So, nach einem sehr langen Fahrtag haben wir es endlich an unserem Ziel geschafft. Wir sind in der südlichsten Stadt Neuseelands, also nicht im südlichsten Punkt, da waren wir ja schon, aber wir sind jetzt in der südlichsten Stadt. Wir sind in Bluff angekommen. Ja, es ist ein sehr, sehr kleiner Ort, muss man sagen, auch nicht viel los. Also wir haben gerade noch geschafft, ein Essen zu bekommen, weil irgendwie alles hier um 19 Uhr schon dicht macht. Also ja, es ist ein sehr, sehr kleiner Ort, aber ist sehr nett. Also wir waren jetzt nochmal bei so einem Schild, das ist zwar jetzt hier nicht direkt der südlichste Punkt, aber die haben so ein Schild, was die jetzt am nördlichsten Punkt hatten, da haben wir jetzt ein paar Bilder gemacht und ja, jetzt machen wir so einen kleinen abendlichen Spaziergang und morgen ist der Plan, dass wir den Sonnenaufgang hier angucken. Das haben wir hier noch gar nicht gemacht und das könnte sich hier anbieten. Deswegen, gucken wir, wie es wird. Und morgen ist der Plan, dass wir den Sonnenaufgang hier angucken. nächsten 3 Wochen gibt es einfach nichts und dann ist es okay. So, es ist Dienstag, 25. Februar. Wir sitzen mit einem Cappuccino. Wie fühlen Sie sich? Es ist unser letzter voller Tag zusammen. Frag mich noch mal in einer Stunde. Ja, wir sind noch am Aufwachen. Der hat noch den Cappuccino nicht getrunken. Ein geiler Urlaub, also kann man nicht anders sagen. Roadtrip hat alles wunderbar geklappt. Es war Abenteuer dabei, was ich mir auch gewünscht habe. Und fast eigentlich alles gesehen, ne? alles, ja, wir haben die Zeit auf jeden Fall gut genutzt. Sehr viel mehr wäre nicht gegangen. Ja, in den 3 Wochen nicht, ne? Ich bin mit der Stand gespannt, was wir am Ende tatsächlich abgerissen haben. Ja, schauen wir morgen, wenn wir das Auto abgeben. Bin ich auch gespannt. Das sagt mir jetzt noch nichts, aber das wird schon locker eine 4-stellige Zahl sein. So, ja, wir verbringen den Morgen jetzt heute in Te Anau. Das ist eine Stadt, die relativ nah zu Milford Sound ist, sodass wir jetzt nicht super weit fahren mussten. Und heute geht es dann nach Queenstown. Das ist dann, weil morgen fliegen wir da beide dann los. Es wird zum Glück nicht mehr so weit, weil wir haben jetzt schon 2 echt lange Fahrtage hinter uns jetzt. Also beide Tage haben schon fast an die 6 Stunden gegrenzt. Das war ja schon sehr lang und heute haben wir, glaube ich, nicht mal ganz 2 Stunden nach Queenstown. Also geht, vielleicht sind wir ein bisschen was auf dem Weg, aber sonst wird heute eher ein Orga-Tag eigentlich. Also so richtig viel leben wir heute nicht mehr wahrscheinlich. Aber mal gucken, vielleicht ist da noch eine Überraschung dabei.
jetzt einen Zwischenstopp bei unserem Roadtrip. Und der Flo hat was entdeckt und ich gebe zu, der hat hier sehr geliefert. Wir sind hier oben, also wir sind jetzt schon fast in Queenstown, wir sind da nicht weit weg und wir sind jetzt auf dem Berg wirklich ganz hoch gefahren. Das ist ein Skigebiet, das werde ich euch gleich zeigen. Das ist jetzt natürlich inaktiv, weil wir hier Sommer haben. Aber ja, es war schon ganz schön lange Fahrt hier hoch und ja, hat ein bisschen abgekühlt und jetzt guck mal ein bisschen rum. Es ist Mittwoch, 26. Februar. Es ist Abreisetag. So sad. Wie funktioniert denn der eigentlich? Einfach reinreden. Okay. Also, es ist schwierig mit der Kamera, sieht falsch aus. Also, nee, wir sind jetzt beide am Queenstowner Flughafen. Wir gehen jetzt getrennte Wege. Also der Flo ist noch da. Irgendwo. Wenn der Kamera nicht nur auf mich zeigen will. Aber ja, wir gehen gleich getrennte Wege. Ich erzähle gleich im nächsten Video dazu mehr. Aber ja, ungefähr eine Stunde oder weniger als eine Stunde trennen wir uns. Haben gerade schon drüber geredet, was unsere Highlights beide waren. Ich glaube, für mich war Milford Sound auf jeden Fall schon sehr beeindruckend. Das war aber auch erst nicht so lang her. Aber ja, auch auf der Nordinsel, die Sanddünen, das fand ich irgendwie auch richtig surreal im Nachhinein. Und bei dir war es Hobbiton, ne? Hobbiton war wirklich sehr, sehr cool. Selbst als nicht komplett absolut krasser Herr der Ringe-Fan fand ich das auch sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Hobbiton auf der 1 und dann einfach die Landschaft allgemein. Ja, die Landschaft war Dieses so abwechslungsreich. Autofahren durch diese Canyons, einfach wo du links und rechts nur Berge siehst, das ist einfach. Und dann siehst du wieder 3 Stunden nur Schafe und dann siehst du wieder Sanddünen und dann siehst du türkisblaues Meer. Also das war schon. Jede mögliche Landschaft gibt es hier. Krass. Nee, aber irgendwann alles muss ein Ende nehmen. Oder die Wurst hat 2. Das stimmt. Aber es ist keine Wurst. Das Mikrofon meinst du? Ja, beides ist aber keine Wurst, das ist wirklich das Ende. Naja, ja, dann sage ich jetzt schon mal, zumindest für die Neuseeland-Videos. Nach der Reise ist vor der Reise. Nach der Reise ist vor der Reise. Ja, aber gucken, wo der nächste Abenteuer dann hingeht, ne? Ja, dann sage ich für die Neuseeland-Videos schon mal auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das werden, also jetzt kann ich es noch nicht so absehen, ich glaube, das werden sehr viele Videos werden. Bis ihr das dann guckt, wisst ihr aber Bescheid. Ein Video wird es noch geben, so eine kleine, weil ich mache noch so eine kleine Mini-Reise. Der Solo-Traveler, aber wirklich nur ganz kurz, aber Flo ist dann nicht mehr dabei. Deswegen, tschüss Lohnt Flo. sich nicht einschalten. Fair. Wertet die Videos nicht so auf. Nee, und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüssi! Freunde! Lange nicht mehr gesehen. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go.
show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh, oh, oh. I'm gonna quit my job. Never wanna have no bars. I just wanna play my rock and roll like they do on the radio. Tommy's got brand new drums, and I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be real good, if you know what I mean. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around.